still alive. The baby. Mother, time to go. Okay, Samus. Everything's normal. I awoke to the familiar voice of a quarantine officer. Let's try sitting up, huh? Slowly now. A dream. I had been reliving the tragic moments of my recent past. Thanks to the hyper beam, which was given to me somehow by the baby, I laid Mother Brain to waste. And the explosion that followed destroyed planet Zebes, along with the remains of Mother Brain, the space pirates, and my long-standing nemesis, Ridley, and the baby. Come on, Samus. Let's go next door. Right, let's get started. Ready for a quick test, Samus? Let's start with a little warm-up. Try a charge beam for me. Nein, den versuche ich hier noch nicht. Das heißt, jetzt herzlich willkommen aus der Metroid. Wie ihr gesehen habt, um den Anfang zu verstehen, hätten wir noch vorher was anderes spielen sollen. Aber auf das habe ich momentan noch keine große Lust, kommt aber auch noch. Ihr seht, es ist ein bisschen anders als wie die Vorgänger im ja, Metroid Prime. Ja. Den Shotgun benutzen, komplett aufladen und dagegen ballern. So, zufrieden. Ja, das Visieren tut sie alleine. Ihr seht den Shotgun da unten. Mal wieder. Da kann sie nicht schießen. Na, Geist. Achso. Den war dabei. Die Bomben sehen ja auch mal ein bisschen anders aus wieder. Perfect, Samus. Alright, stand in the middle of the room.
Ja, lass uns einfach runterfallen. Surprised? From there, kick climb to work your way up. Ja. Einfach da ausklicken. Just like that, Samus. Let's invite some of your pals. Also sie sieht automatisch. Ey, wieso sind das aggressiv, leider? Okay, looking good. Let's check Jetzt? the reaction time. Here comes some beams. Dodge it. Verlierst, da versuche ich nur zu wissen. Okay, those are the moves I remember. Focus on Was? timing. Nice. Remember how that feels. Now, Was? how about a missile test? Use concentration to replenish your missile supply. Okay, Moment. Ich gehe von aus, dass ich den halte. You haven't forgotten, have you? Ne? Use concentration to replenish your missile supply. Senke. Wie verbleibt der Senkrecht und halte A gedrückt, um den Mittelvorrat aufzufallen. You haven't forgotten, have you? Use concentration to replenish your missile. Genau so. Meint er das? One of your pesky buddies is lurking here somewhere. Halte gedrückt, um es umzustellen. Genau. Why not say hello with a missile? Ja, einfach A. Oh, you picked him off. The rest is all you see. Yep, das sind Wetterpiraten. Das ist eine ältere Variante. Okay, looking good. Samus, now's your chance. Drücke. Achso, so ein Todesmove. Gibt es hier irgendwie die so geil in dem Spiel. Was? Ja, mach Schattensicht, will ich ein bisschen sehen. A power bomb. This area is well fortified, so don't hold back. Die Powerbomben sind diesmal so aktivieren, das ist auch erst interessant, eine Sharp als geil. Room around you during power bomb. All right, Samus. That's it for the test. Das war auch dran. Okay, kommen wir weiter? Looks like you took quite a bit of damage. It's unbelievable how well you've held up. I wondered if this too was a result of the power the baby gave me. Right. You're due in the meeting room. The big dogs are waiting. I gave your suit a polish so you'd be at least somewhat presentable. Not even a fragment. None of the baby remained on me. I knew it to be true, but still couldn't help looking at my palm for a sign. Never again would I encounter the baby. Never. The finality of it struck me once again. Mission completed. The planet Zebes was annihilated, and all Metroids were exterminated. A simple report, almost dull even, but it felt momentous to me. I don't know how much time passed since then. Days went by in their quiet way, and people's recollections of Metroids and space pirates grew nebulous over time.
relegated to a past concern of the galactic communities. Nothing more than a faded memory. Codename Baby's Cry. A common SOS with the urgency of a baby crying. The nickname comes from the fact that the purpose of the signal is to draw attention. The signal was coming from a remote part of space. I altered the course of my ship as if this detour had already been part of my flight plan. Baby's Cry. It was as though it was crying specifically for me. Und da steht nochmal auf, und wie damals im Prime folgen wir einfach ein Notsignal. Killer Battleship, Transformkolonie. Außer Betrieb. Fängt schon gut an. Jeder, der es kennt, würde jetzt im Fusion denken. Ja, und da haben wir wieder das alte TÜV. Wenn man die Story ein bisschen folgt, dann hieß es halt, dass wir die Welt am Piraten vernichtet haben. Das heißt, es spielt eigentlich nach Prime 3, der Fall von Zebes. Aber auch Prime 3 oder 1 habe schon mal was von Fall von Zebes gehört. Das ist ein bisschen... Ach, nicht durchdacht. Ein Fehler in der Übersetzung, wer weiß. Aber nicht logisch. Aber ich mag diese Version vom TÜV trotzdem mit lieber. Auch wenn man auch noch vorstellen kann. Aber bei dem Modell ging beides. Das ist nochmal komplett anderes. Und ich glaube, Scannen ging hier gar nicht in dem Teil. Auch wenn wir gleich sehen. Das kommt ja wieder ein Scan-Tipp, ja. Galaktische Föderationsschiff. Okay. Ich habe zur nächsten Mission gehört. Mal gucken, ob das ein Schiff sagt. Nein, aber ansonsten, wie ihr seht, Scan gibt es diesmal nicht, also muss ich darauf nicht achten. Denn mein bestes Gegner in der anderen Teil. Wenn man genau guckt. Mal sehen wir das in den Modus. Mistcontainer. Ja. Interessant. Und die Tür geht da auf. Okay. Und nochmal eine Explosion. Ich denke, das Ding ist außer Betrieb. Warum explodiert denn hier alles? Ah, fancy meeting you here, princess. Remember me? Anthony. There's only one person who calls me Princess. And that person is Anthony Higgs of the Galactic Federation Army. Haven't seen you since that last mission. Hey, and your buddy's here too. Adam Malkovich, a general in the Galactic Federation Army. Not only a trusted confidant, but also my former superior officer. Yes, there was a time when I was enrolled in the Galactic Federation Army. And then I was young and inexperienced. As the result of a certain incident,
I left Adam's command and set out on my path as a solitary bounty hunter. Die kennen ihn, ne? The first words out of his mouth were typical coming from Adam. To answer his question, I recounted the details of what had brought me to this place, and then I asked what circumstances led the Federation here. That information is not for an outsider. The word he so obviously chose, outsider, pierced my heart. Commander, we're all prepped. Das ist aber was Wechsel verursacht hat. Aber Adam kennen wir ja vom Prime 3. No dice. I think our only option is to use the laser to slowly burn our way through. This is gonna take a while. The electrical system here is out, and we can't get the barrier wall to open. We tried using explosives, but it's tricky to pull off without collateral damage. What we need is some way to focus the power onto one centralized location. Ja, wie hat er das wohl gemeint? Hier ist eine Rakete abfeuern. Und er lacht immer nicht. Let's go. All right. I'm gonna go on ahead. Adam hadn't authorized it, but I decided to remain on site for the sake of the others. Interessant. Du beschließt es einfach. Beschlossen, Mist und Bomben erst dann einzusetzen, wenn Adam die Genehmigung hat. Wie kann man so blöd sein? Ich hätte einfach das ganze Arsenal freigehen lassen. Oh nee. Sie muss ja unbedingt um Erlaubnis betteln. Ah. Wenn sie schon die ganze Ausrüstung hat. Warum nicht einsetzen? Ja, das war jetzt. Wunderbar. Ne? Hm? Also, was sagen wir mit Scharf? Ah, scharf tut's. Und der Ball. Glück hat den Ball jetzt abgeschrieben. Ah, das haben wir wohl ein tierisches Problem bekommen. Ja, wenn ihr aufgepasst habt, jetzt bin ich bloß mit dem Sandsprung nur noch hochgegangen. Geht jetzt auch. Ja, woran man sich hier gewöhnen muss, ist, dass der Schatz wirklich eine Weile zum Aufladen braucht. Ansonsten macht die normalen Chores. Ja. Die ist nur ganz normal statt. Sehen schaut, man kann ihn nicht aufladen, da muss immer komplett da sein, ansonsten klappt er nicht. Moment mal. Checkt aber hier was an. Warte mal. Ich glaube, da oben war was. Kann das sein? Da ist ein blauer Punkt halt, der irritiert mich gerade ein bisschen. Ich halt auch ungern in dem Modus kämpfen. Ja, das hat bei PED auch gesagt, wenn er aus denen auch benutzt. Aber das ist gewechselt zwischen den hier und das hier.
Ach, mit B, ich musste B gedrückt haben zum Gucken. Okay. Na gut. Gehen wir mal den Gäste dann hinterher. Ah, da sind die Sturzsäger. Ja, die gibt's ja auch. Warum auch immer. Okay, hier haben wir links eine Tür offen. Sieht für mich nach dem Klo aus. Oh, sieht eigentlich fast. Ja. Interessant aus, aber anvisieren können wir hier nix. Weiß nicht, wie das Männerklo war. Ja. Oh, Frauenklo sogar schon. Interessant. Sagt die Zeit. Ja, das ist jetzt das Nachfolgeprojekt von Prime 3. Von daher. Ja, das Terminal blinkt ein bisschen auf. Ah, oh, sie will nicht. Er ist ja erlaubt von. Genau, da muss ich jetzt auch einfach nur die Fernbedienung nach vorne machen. Mit ihr ist aktiviert. Ja komm, das sieht mir nach einem größeren Kampf aus. Nicht? Okay. Ja, man muss nicht, wie gesagt, wie in Teil 3 beschrieben, immer den Rüstung der Wand drücken. Ich brauche nur einmal, dass er anfängt und dann springen hinweg. Ups, die Tür hat sich versiegelt hinter uns. Normale Bomben, die dürfen wir leider noch nicht benutzen. Daneben ist ein Energietank. Das sollten wir ja gerne holen, aber wir dürfen keine Bomben nehmen. Weil sie ja unbedingt auf Adams Genehmigung warten will. Ich hätte das Fake einfach benutzt und fertig. Und wie ihr auf der Map seht, ist es ein Item, was da blau leuchtet. Ah, das heißt, diese Holo-Viecher kommen. Die wir hinten noch als Hologramm hatten. Ne? Sprengen die da schon wieder was? Okay, den kann man nicht aktivieren. Ja, die brauchen schon 2 normalen Fässer, aber eins kein Drama. Da ist gerade runtergesprungen. Okay, da könnten wir theoretisch raus mit dem Ball. Mit dem Wurfball kommen. Von irgendwo. War natürlich noch irgendwo. Da wozu was? Ja, man hat es glaube ich eben schon gesehen, aber. Ne, ich kann von hier aus nichts einsehen, aber wenn man da genau hinguckt, da sieht man da die Nieten. Oh, ein anderer Art hier. Navigation steht im Plattform, um das Spiel zu speichern. Stehe drauf, ne? Und shit. Erneuerungsfrequenz eingeleitet. Ja, wir müssen speichern, sogar die Tür ist aufgegangen. Ne? Die paar Krabbelfieser. Und die interessieren uns nicht. Ah, da sind sie. Mal sehen, was sie wollen. Oder ob was sie überhaupt erfahren, was sie wollen. Sieht nicht so aus. He's dead. Someone or something attacked him. Get away from me! Genau, wie von Film explodiert und er verfließt sein Magazin. Autsch. It was obvious that there was some pervasive danger throughout the facility. I didn't know what had brought Adam here,
But I did know that cooperation was imperative if we were to restore safety. Adam, listen to me. Clearly, this facility is in complete disorder. It might be too dangerous for your men to go alone. That's why I've... Look at that. They're coming out of the wall! Right, stay calm. What is... Hi. Was schön, dass er das mal freigeben muss. Wow, das war knapp. This ain't good! Nothing's working! Listen up! Freeze guns authorized! Auch keine Chance. Sam, I'm authorizing missile use! Okay. Beam, Misses. Normal, Missile. Freigegeben. Oh. Ja, sowas kann man natürlich auch machen. Concentrate fire in a single location and freeze that thing! And Sam, you attack the frozen spot! Ja, der Typ ist eigentlich kein schlechter Taktiker. Wenn man ihn mal so nimmt. Jetzt machen wir mal den Move, weil ich den einfach nur liebe. Dann das nochmal. Nein. Jetzt kann ich den Arm attacken lieber. Ja, jetzt bringt das hier ein bisschen rum. Oh, jetzt macht das nochmal. Oh, wenn es an sich nicht viel bringt. Oh. Zack. Wir lassen mal mit der Fieber töten, Jungs. Samus, looks like I'm gonna need to ask for your cooperation on this mission, but I'm also gonna have to ask that you follow my commands. You don't move unless I say so, and you don't fire until I say so. Any objections, lady? The thumbs up sign had been used by the Galactic Federation for ages. Me? I was known for giving the thumbs down during briefing. I had my reasons, though. Commander Adam Malkovich was normally cool and not one to joke around, but he would end all of his mission briefings by saying, "Any objections, lady?" He was joking, but others weren't. At the time, I felt surrounded by people who treated me like a child, or used kid gloves because I was a woman. And yet with Adam, I was grateful for the nod. My past has left me with an uneasy soul, and as a result, it touched me on some level that Adam would acknowledge that past by calling me something delicate, like lady. And I knew more than anyone that every word from Adam was deliberate. My thumbs down was a twofold response. A sign of derision at being called a lady, and a signal of my complete understanding of the mission orders. The other soldiers were always willing to support me with easy smiles despite the fact that I clearly had so much yet to learn. Among them was Anthony. In the face of his well-meaning behavior and that of the other soldiers, my response was to become increasingly bitter. I was a child, always with something to prove, a chip on my shoulder. And I was angry. I felt that if I let my guard down, I would easily be broken. And beyond that, I was scared. But even in the naivete of my youth, I could see in Adam's joking manner how close he felt to me.
Adam knows my past, and he knows me better than anyone else. Confession time. Because I was so young when I lost both of my parents, there's no question I saw Adam as a father figure. When I rebelled against him, I knew I could get away with it. And his paternal compassion in the face of my rebellion reinforced the special bond I felt with him. I understood well that chances were slim that I would ever find anyone that understood me like Adam. And yet, when the time came, I still left his side. I was so young and naive. Exactly what transpired here on the bottle ship is still uncertain. Here's what we do know. The equipment we thought had been destroyed is operational again. And we've seen casualties attributed to an unidentified and lethal creature. The situation is critical. We need to gather all the information we can, but priority one is to find any survivors and bring them to safety. Consider this site extremely dangerous. Be careful as you make your sweeps. And there's one problem. The wireless interference in this facility is all-pervasive. Your comm systems are useless. As a result, communication channels will be limited to the facility's navigation booths. Well then, Lyle, investigate Sector 1 and show a little restraint with the explosives. Gotcha. Maurice, you cover Sector 2. Repair any equipment you come across. Affirmative. Anthony, you're Sector 3. I'll leave it to you to decide whether plasma guns are called for. All right. James, check out the control bridge. Our communication issues might be the result of electrical interference. Yes, sir. And KG, run a complete sweep of the residential quarters and investigate any trace of survivors. Got it. Each of you is authorized to use a freeze gun. Do not forget to check in regularly via navigation booths. And Samus, you go to the system management room. Do everything you can to get the electrical system back up and running. Looks like your comm system is still functional. Remember, everything you see will also appear on this screen. Regarding auxiliary weapons, the use of bombs has been authorized. As far as your other weapons go, we will continue to investigate and authorize use as we can. However, we currently have no plans to authorize the use of power bombs. As you know, they have the ability to spread a high-temperature heat wave over a large area, impacting living things, which is a nice way of saying they can vaporize humans instantly. You should be well aware of how dangerous power bombs are, and how their devastation can't be obstructed with common materials. Once the mission in the system management room is complete, I need you to report back. I'll give you your next orders then. I want you all to be especially careful as you execute your missions. That's the end of the briefing. It was the first joint mission I'd been a part of since becoming a freelance bounty hunter. And of course, it was the first time since my Federation days that I was following the orders of a commanding officer. Having received mission orders from Adam, I felt confused and strangely exhilarated at the unexpected turn of events. I responded. Understood, Adam. No objections, of course. Und auch die Mobile kriegen wir freischaltet. So, das war's auch für die erste Folge. Die hat so ein bisschen Überleitung wegen die ganzen Sequenzen jetzt. Aber wir werden sehen. Ja, gleich wird wir doch nur die Folge werden. Wir gehen dann zu dem Systemraum, wie er schickte. Es scheint interessant zu werden. Vor allem, da wir Adam aus Prime 3 schon kennen. Als Befehlhaber. Und ein wenig was sagen muss, Vergangenheit gelernt haben. Und wir haben gesehen, dass es sogar noch menschliche Planeten gab. Wenn sich hier immer nur sonst wo unterwegs, alleine
In einer fremden Welt fallen so gesunde Wesen. Mal sehen, wie es hier weiterläuft und was das überhaupt für eine Station ist. Bis jetzt wissen wir nur, es ist eine Kolonie gewesen.